30 Folgen, Hammer! 24 Angler, Yes! 4 Gruppen, No Schneider! 3 Zielfische, Alter, wie geil ist das? ein Hauptgewinn und ein Titel. Der YouTube Predator Cup 2020 wird präsentiert von Abu Garcia, Garmin und LMAB. Hallo liebe YPC-Zuschauer und herzlich willkommen zur 14. Sendung und damit zur 2. Folge der Gruppe D. Aktuell liegt Mark Paczowski von Ilex vor Veit Wilde von Saica Pro. Der Niederländer Simon Torenbeek von Abu Garcia steht auf Platz 3 vor dem Belgier Landry Rosson, der für seinen YouTube-Kanal Fishtik antritt. Hassan Duran für First Cast TV und Luis Mendes für den Big L Fishing Channel belegen Platz 5 und 6, haben aber auch gerade erst begonnen zu fischen. Mark hat seine Stelle erneut gewechselt, angelt aber weiterhin im Fluss. Ja, erneuter Platzwechsel. Ich habe jetzt noch mal eine Stelle angefahren, da hatte ich im Training einen Barschbiss und einen Hecht drauf, einen ziemlich guten sogar. Habe eben auch gleich ich glaube am ersten Wurf direkt wieder einen Attacker gehabt von dem Barsch. Der hat ihn leider verfehlt, ist zweimal drauf. Das mache ich jetzt schnell eine halbe Stunde. Wenn es hier mehrere Bisse geben sollte, bleibe ich hier eventuell sogar ein bisschen länger. Das ist jetzt aber wirklich einfach hier Strecke machen. Ich habe eine Route dabei, hier vorne eine Box drin mit 1, 2 Ersatz-Topwater, ein bisschen Vorfachmaterial und mein Kescher umhängen. Und mache hier jetzt wirklich Strecke mit dem Oberflächenköder, mit dem Bonnie wieder. Hier kann man auch im Prinzip nichts anderes fischen, also alles andere, selbst ein Spinnerbait oder so, könnt ihr hier nicht durchfischen. Hier ist es richtig flach. Ihr habt hier draußen so einen Steinwall, der sich hier parallel zum Ufer entlang zieht. Und das ist ähnlich wie der Spot, wo ich heute Morgen gestartet bin. Wenn Schiffe vorbeifahren, zieht das Wasser raus, Wasser drückt es wieder rein. Dadurch ist viel Bewegung und plötzliche Strömung im Wasser. Eigentlich immer Magnet, gerade für Barsche. Ja, und ich hoffe, dass ich doch noch einen ordentlichen Fisch. Im Moment wäre es mir egal, aber am liebsten einen großen Fisch vor die Kamera halten kann. Oh, that one will bite again. Pretty sure. So just fishing on the previous spot through the weeds. So I didn't put my little extra hook on there. And that exactly shows why I, if possible, fish with the extra hook on the spinnerbait. Because I just on the first cast here I missed a nice bite. So I'm just quickly adding the treble hook. And hopefully it will bite again, and in 2 minutes you'll have a fish in front of the camera. Right there. Oh, fuck you. Such a cautious bite, really nibbling. Maybe it was even biting the blades, you know. Oof. See the carp? Carp? Oh no, it was not a carp. It was a fish. There was a pike. I thought I touched a carp or something. It was really funny. But no, it was another pike. Ooh. Yes! Okay. Fat fish. This one is 70. So that is fish number 3 for Team Abu Garcia. And with 70 centimeters, that brings me 70 extra points. And well, got a few more spots here, but I think it's soon it's time for Zander and Perch to fill the paper. So this one also took the Berkeley Dex tungsten spinnerbait. Really killer bait for yeah, fishing through the weeds and yeah, for this kind of pike. Really fat one. So time to release it.
There she goes. That's awesome, man. 3 fish in a row in the first hour, 1.5 hour. Let's go. Bei Simon läuft es weiter wie am Schnürchen. Weitere 70 Punkte lassen ihn an Veit und Marc auf Platz 1 vorbeiziehen. Luis wartet noch auf seinen ersten Fisch. So. Ich probiere jetzt mal ein paar Würfe mit einem Shutterbait aus, mit einem relativ kleinen. Als Trailer kleinen 7,5er King Louis in der Farbe Chili Cheese. Ich hoffe nur nicht, dass ich einen Rapfen drauf kriege. Die sind hier ganz schön on fire an der Stelle gerade. Ich habe gerade gelesen, Simon hat seinen 3. Hecht mit 70 cm. Ja, der Typ weiß, was er macht. Hat anscheinend einen guten Hechtspot. Aber das motiviert mich mehr, dass ich jetzt hier einen dicken Barsch fange. Einen dicken Barsch, weil ein dicker Barsch kann die Punkte von seinen Hechten natürlich ja, ein bisschen was entgegensetzen. Naja, ich muss fokussiert bleiben. Regen kommt jetzt auch dazu. Ich darf einfach nicht die Hoffnung verlieren in den Spot. Die Rapfen, die verunsichern mich hier ein bisschen. Wenn die hier die ganze Zeit so krass am Jagen sind, hoffe ich nicht, dass sie die anderen Räuber verscheucht haben. Also die Barsche vor allem. Auch ein Kraut. Boah, was ein Barsch, Alter. Absoluter Endgegner. Das ist gut. Ja! Oh! Der war wichtig. Hier. Dafür war der wichtig. Für die Punkte natürlich auch. Ich habe gedacht, es wäre ein Hecht beim Biss. Und dann sehe ich die rote Flosse und denke so, wow, das ist ein Haken ist draußen. Ich glaube, wir bleiben hier noch ein bisschen. Der erste Wurf war ein Barsch, war ein guter. Lass uns den Fisch erstmal messen, ich muss jetzt erstmal durchlaufen. (52) 51,5 ist deutlich drüber, 52. In dem Fall wird aufgerundet, nicht mein PB, 52 wäre mein PBD, aber ein echter 52. Aber das ist natürlich, das sind Punkte, die brauchen wir. Ich glaube, das hat Louis mal. Geiler Fisch, Mann, geiler Fisch, den brauchen wir. Ich darf jetzt aber nicht zu viel Zeit verlieren. Trotz alledem muss ich noch ein paar Fische fangen. Ich habe heute viele verloren und wir machen schnell noch ein Foto und dann versuche ich noch von denen zu fangen. Ein Traumfisch und mit aufgerundet 52 cm ein neuer YouTube Predator Cup Rekord. Und das auf einen Oberflächenköder. Wahnsinn! Doch das ist natürlich nicht nur ein Fisch für die Galerie. Mit 104 Punkten katapultiert er Marc auch zurück an die Spitze und kann fürs Weiterkommen natürlich noch extrem wichtig werden. Mal gucken, was die Kontrahenten sagen, wenn sie von diesem Fang hören. Oh, ganz großen Respekt dazu. Also das ist natürlich Hammer. Ein 52er Barsch, wow, also Traumfisch. Kann ich nur sagen, Glückwunsch. Wirklich Glückwunsch. Also 52er Barsch, das ist also selbst hier in Holland schon absolute Ausnahme. Wow. Ne. Fuck. 52 cm. Jesus. Und er hat ja schon, er hat noch einen 44er auch gefangen. Oh oh, das sind richtig krasse Punkte. Puh.
Harte Gruppe. Ziemlich demoralisierend gerade. Aber ich habe ja erst 30 Minuten gefischt. Umso mehr brauche ich jetzt auch ein paar Barsche. 52, Jesus. Ihr hört es klingeln, der Barsch hat mir gerade mein Drilling zerlegt im Netz. Das hier ist mein Wecker. Ich habe gesagt, den Spot habe ich hatte nicht so viel Vertrauen. Ich wusste, dass hier Fische sind, aber ich wollte hier eigentlich schon eine halbe Stunde angeln. Das ist der Alarm. Ich glaube, ich bleibe noch ein bisschen. Ja, wie heute Morgen schon. Und da auch an der Brücke vorhin, leider habe ich die Fische vorne an der Brücke nicht bekommen. War es wieder der Bonnie. Ich habe ein bisschen trainiert, ich hatte nicht so viel Zeit, aber es hat sich recht schnell herausgestellt, dass die Fische hier sehr, sehr gut auf Topwater reagieren. Also alles besser wie Gummi oder sonst irgendwas. Deswegen ziehe ich das so durch mit Topwater-Angeln. Ist natürlich auch eine richtig geile Geschichte, wenn so ein Fisch an der Oberfläche beißt. Ich meine, ein Barsch von 52 hier aufgerundet, sagen wir 51,5, ist ja völlig egal. Ein Riesenfisch auf dem Topwater-Köder macht richtig Laune. Ich kann es euch nur ans Herz legen, versucht es einfach mal mit Topwater. Der Bonnie lässt sich unheimlich leicht führen mit ein paar kleinen Schlägen in der Route. Es geht sogar hier mit einer langen Route. Normal ist das immer sehr unhandlich, aber ich habe hier extreme Wurfweiten, die ich bewältigen muss. Deswegen die 270er Artist, Bonnie und dicke Barsche. So wollen wir das. So the first 1.5 hours are almost over, first 2 hours. And I made a little round through the neighborhood here, got the first 3 fish, and if you remember well, on the first few minutes, I missed the pike 3 or 4 times or something, super close to the car. So we're back there and see if she's still hungry. Try switching one bait, and then if that doesn't work, I'm gonna move. That's a bait that will launch this winter, so it's a secret bait now. Jetzt fange ich an. Oh, direkt vor den Füßen. Jesus. Okay. Ob der 52 hat, weiß ich nicht. Wir messen ihn mal. Leider nicht die erhoffte Größe, die ich jetzt hier erwartet habe. Aber immerhin ein paar Punkte, die jetzt reinkommen in die Gruppe. So. Und natürlich war die Farbe Chili Cheese. Hatte ein paar Farben ausprobiert, aber der Curly Louie am Carolina Rig hat den ersten leider kleinen Barsch, Mini-Barsch gebracht. Aber es sind Punkte. Und dann kann ich auch mal ein Lebenszeichen geben in der Gruppe. In der WhatsApp-Gruppe. So, dann hauen wir den mal auf die Scale. Ich mache den mal kurz nass. So, ich will natürlich nicht, dass er springt. Ich halte mal die Hand drauf, schließe ein Maul. 32. Ja. Number one, 32 cm. Da kommen jetzt noch mal 20 cm drauf, damit ich dann genauso einen schönen Barsch habe wie Marc. Aber ich freue mich über den Kleinen. Der darf jetzt ins Wasser. Nun ist auch Luis auf dem Scoreboard. Mit 64 Punkten überholt er Hassan und Landry. Marc arbeitet währenddessen an dem nächsten Topwater-Barsch. Ja, die Fischerei hier ist sehr anstrengend. Ihr seht, ich fange ständig Kraut. Flachwasserbereich, hinten dran fällt es dann ab. Aber das ist da, wo die dicken Fische stehen. Gerade heute mit der Witterung, es ist bewölkt, es ist ein bisschen Wind.
Mag ich eigentlich sehr, was das Wetter angeht, gerade wenn man Topwater angeln will. Und ich hatte gerade noch eine Attacke, hing allerdings ein bisschen Kraut dran. Ich denke, deshalb hat er ihn nicht genommen. Hier schwimmt gerade ein dicker Brassen durch, sehe ich, oder mehrere. Hier sind auf jeden Fall Fische und ich hoffe, dass ich noch einen kriege. Man muss hier aber noch mal messen, ob der Mindestmaß hat. Oh. Ein kleiner. Also das ist richtige Kinderstube. Aber es ist ein Barsch. Naja. Der hatte auch Bock auf den Curly. Jesus. Hat wohl lange nicht zu fressen gekriegt, der Kleine. Ich lege ihn einmal hier drauf. Ach, tatsächlich. Der geht in die Wertung. Der liegt vorne an und der ist über die Hälfte. Also der ist genau auf 26 cm. Ja. Ich habe mich selten über so einen kleinen Barsch gefreut. Die zwei zusammen geben mehr Punkte als der 52er vom Markt. Sehr geil. Der darf wieder zurück. Der nächste Barsch und damit weitere 52 Punkte für den Big Al Fishing Channel. Er bleibt aber vorerst auf Platz 4. Von Veit war lange nichts zu hören. Wie läuft es eigentlich an seinem dritten Spot? Der erste Zander der Gruppe ist das jetzt hier, den ich hier dran habe gerade. Kein großer, aber mein Lieblingsfisch. Jetzt habe ich natürlich den Catcher wieder nicht griffbereit, aber los, den müssen wir jetzt rausbekommen hier. Jawohl! Ja, wenigstens eine zweite Fischart heute gefangen. Aber müssen wir erstmal schauen, ob der überhaupt maßig ist. Könnte ziemlich knapp werden. Aber wir schauen mal hier auf den Frequency Shad and Hot Perch. Wind hat ein bisschen zugenommen, Strömung auch. Und da dachte ich, mache ich noch mal ein paar Würfe auf Zander und naja, im wahrsten Sinne des Wortes kleiner Erfolg ist dabei rausgekommen. Wir schauen mal, wie groß der ist. So, jetzt kommt der spannende Moment. Mal den Kleinen hier auch schnell wieder freilassen jetzt hier bei den Temperaturen und ja, er ist sogar maßig. Er ist sogar maßig. Der will wieder rein. Den Gefallen tun wir ihm jetzt auch ganz schnell. Na also, der Zander-Spezialist fängt den ersten Setti und auch wenn es kein Riese ist, bringt er Punkte. 44 cm mit 1,3 multipliziert ergeben 57,2 Zähler. Veit zieht an Simon vorbei und setzt sich auf Platz 2 der Gruppe. Wir verlosen eine Angelreise im Wert von 3.000 €. Der stationäre Fachhandel gehört zum Angeln in Deutschland wie der Senf zur Bockwurst. Hier gibt es Angelkarten für die regionalen Gewässer, Tipps, welche Spots aktuell am besten laufen, die fängigsten Köder, ihr könnt hier Routenprobe wedeln und Warthosen anprobieren. Wir wollen unsere Offline-Partner mit einer ganz speziellen Aktion unterstützen und brauchen dafür eure Hilfe. Geht einfach in einen Angelladen, kauft eines oder mehrere LMAB-Produkte und postet ein Foto von eurem Einkauf mit sichtbarem LMAB-Produkt und Kassenzettel auf Instagram. Dabei müsst ihr den Angelladen erwähnen und die Hashtags LMAB und Offline kaufen für Florida im Text unterbringen. Unter allen Posts, die die genannten Anforderungen erfüllen und im Jahr 2020 gepostet werden, verlosen wir eine Florida-Reise mit 10 Angeltagen am Süß- und Salzwasser inklusive Flügen, Unterkunft, Guiding, Mietwagen und Sprit. Mehr Infos zu diesem Gewinnspiel findet ihr unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank für eure Unterstützung und viel Glück bei der Auslosung. So the first 2 hours were quite productive for me. We got 3 nice sizable pike. Biggest one 82. I think that will make it to the final final board. So all that's left for me is perch and zander now. And there is the first branch.
I was a little bit fooled by this one. No, so I switched to the river. It's a tidal river, and I planned my my schedule so that I will start at the river exactly at the high tide. So right now the water is on the highest, around 1 o'clock in the afternoon, and yeah, soon it will the current will start to flow, and so the coming 2 hours or something will be the best to fish on the river, at least in my experience. So I'm gonna try to find some zander and perch now. Zander! Small zander on the first spot. I don't know if it's gonna make it to the board, but at least we got some fish. All right, let's see. Nice fish. Let's measure her quickly. 44.5. 45. 45. This one did the trick for me on this 45 centimeter zander. Berkley Power Swimmer Soft, salty pepper color with the bright orange tail. The fish really love that. So that's the result, and let's get it back quickly. Nice. That's good. That's good. Now get a big one. Simons Konter lässt nicht lange auf sich warten. Er holt sich mit diesem kleinen Zander die zweite Fischart und auch den zweiten Rang zurück. Bei Lewis in Zone B zieht ein Regenschauer vorbei. So, 1:10 bin ich hier schon am Angeln. Am Anfang, als ich angekommen bin, habe ich sofort einen Biss bekommen vom Barsch. Der hing leider nicht. Dann waren die Rapfen sehr aktiv hier. Die waren viel am Rauben. Als die dann sich verzogen hatten, hatte ich das Glück, 2 Barsche noch mal zu kriegen. Jetzt sind die Rapfen wieder hier krass am Jagen. Ich mache jetzt noch 5, 6 Würfe mit einem Jig. Auch der Curly Louie in der Farbe Atomic Perch. Wenn jetzt nichts geht, mache ich den ersten Spotwechsel. Wir fahren dann leider ungefähr eine halbe Stunde, aber dann geht's auf Mission Zander. Ich hole jetzt rein, hängt wieder Kraut dran, ist echt anstrengend hier. Mach meinen letzten Wurf und dann fahren wir die letzte halbe, vielleicht 3/4 Stunde, die mir bleibt. Ich muss mal auf die Uhr gucken. Nochmal an die Brücke, wo ich 2 Fehlbisse hatte und den Hecht, und ich hoffe, dass da jetzt noch ein Barsch kommt, ein dicker. So, der Plan für den Spot hier ist auf jeden Fall leider nicht aufgegangen. Das war auch ein Hochrisiko-Move, weil wir jetzt auch noch wieder ein ganzes Stück zurücklatschen müssen zum Auto und dann noch zum nächsten Spot fahren. Sprich, es bedeutet verlorene Angelzeit, und die ist hier in dem Tournament auf jeden Fall Gold wert. Ja, könnte natürlich daran gelegen haben, dass das Boot hier schon gut aufgeräumt hat. Ich meine, die haben ja auch einige Fische dann hier an dem Platz gefangen. Vielleicht müsste man dem Spot jetzt noch ein bisschen Zeit geben, aber ein zweites Mal herkommen, das wird nicht klappen, weil einfach der Weg viel zu weit ist. Deshalb Taktik noch mal ein bisschen umdenken, einfach auf die nächste Buhne fahren, Gas geben, werfen, 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 werfen. Also Leute, gar nicht so lange Zeit verlieren. Wir packen dann mal ein und dann ab geht's.
bald kommt ein Gewitter. Das ist meistens auch nicht so gut. Also ich bin ganz ehrlich, sehr viel Hoffnung mache ich mir nicht mehr. Vielleicht der Lucky Punch ist immer möglich, aber ist schon, also hier zumindest heute ein ganz, ganz miserabler Beißtag. Wir haben ja jetzt, seitdem ein bisschen mehr Wind da ist, auch stärkere Strömung. Und normalerweise ist es da kein Problem, dann hier mal so ein paar kleine Zanderschinnen zu fangen. Ein einziger kam, ein, zwei Zupfer hatte ich noch, aber also selbst das klappt heute nicht. Das spricht eigentlich schon für sich. Also die Fische wollen einfach nicht richtig und ja, angeln, vielleicht geht noch irgendwas. Landry bleibt heute nicht mehr viel Zeit für einen zweiten Fisch, doch kurz vor Ende gibt es ein kleines Licht am Ende des Tunnels in Form eines einheimischen Anglers. Bon je viens de rencontrer un local et il vient de me montrer un spot à brochet, on est justement dessus et c'est ma dernière chance, il me reste plus ou moins 30 minutes de pêche et j'espère que je vais le sortir. Il y a un maitré qui traîne dans le coin, un brochet de plus d'1 mètre et donc espérons et croisons les doigts pour qu'il soit là et qu'il soit réactif. I almost always catch fish at that reef, so it must be doable. I will try with a spinner bait. Yeah, I think that's a good choice. Yeah. Thank you. 52 centimeters. Die Tipps des jungen Niederländers helfen. Endlich ein Hechtkontakt bei Landry, doch leider bekommt er den Fisch nicht in den Kescher. Noch bleiben ihm 30 Minuten. Auch bei Simon tut sich wieder was. Felt like a perch, but little Zander fooled me. It's a bit of climbing in here, but it delivers fish. Not exactly the size that I wanted, but fish number 5 of the competition. Nice little aggressive bite on the power swimmer. Power swimmer soft again, salty pepper. Yeah, I don't think we have to measure this one. So, ich habe jetzt ungefähr noch eine Viertelstunde zu angeln, schätze ich. Ich muss gleich mal genau auf das Handy gucken. Ich hatte hier vorhin einen ziemlich großen Hechtnachläufer. Ich versuche jetzt einfach mal tatsächlich noch 5 Minuten den Hecht zu beackern. Hier mit einem Chatterbait, den werde ich immer absinken lassen an den Grund und wieder, nicht ganz an den Grund, aber ziemlich über den Grund und wieder hochschicken. Und ich glaube, die letzten 10 bis 7 Minuten versuche ich dann noch einen dicken Barsch zu fangen. Ich hoffe, es kommt noch was. Den müssen wir jetzt rausbekommen. Auf den letzten Drücker, das ist ein Hecht, 100%ig. Catcher liegt diesmal griffbereit, der ist auch nicht ganz klein. Darf jetzt bloß nicht abgehen. Boah! Ich hab doch gesagt, hier muss doch was stehen an der Krautkante, aber boah. Ich hatte vorher schon, jetzt kurz vorher so gedacht, Zupfer irgendwie und hängt nur knapp. Drückt mir die Daumen, dass wir den rausbekommen. Das wäre jetzt für heute ein Big Point, glaube ich. Ist auch nicht so klein. Na komm.
komm, oh Mann. Scheiße. Oh, wenn er nicht so knapp hängen würde, dann wäre ich da entspannt. Aber so. Jawohl! Yes, 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 yes! Oh, der ist wichtig. Der ist wichtig. Auf dem letzten Drücker noch den Dreier gefangen. Gott sei Dank. Alle 3 Fischarten voll. Geil, 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 geil. Nach dem 10 Angeltag heute, das ist wie eine Erlösung. Cool. Ganz knapp gehakt. Cheburik. Kleiner Krebs dran. An der Krautkante hier, wo ich ihn auch vermutet habe. Ja, und der hat kein Kapitaler, aber schöne Größe auf jeden Fall. Und mal schauen. Jo, ist doch vorzeigbar. Ist 82. 82er Hecht. Bin ich happy. Wirklich auf den letzten Drücker. Ich glaube, die letzten 10 Minuten haben schon angefangen. Ja, alle 3 Fischarten. Sehr, sehr, sehr geil. Jetzt kann ich viel entspannter morgen in den Tag gehen und habe auch wieder Hoffnung. Den lassen wir schnell wieder frei. Super Hecht für Veit, der so als erster alle 3 Fischarten fängt. Kurz vor Ende seines Angeltages ist er mit 5 Fischen und 303,2 Punkten wieder Tabellenzweiter. Ich hab hier gedacht, nochmal jetzt so, habe überlegt, was machst du die letzten Minuten nochmal auf Zander probieren. Da wäre, wenn überhaupt, vielleicht noch so ein kleinerer kommen oder doch nochmal hier ein paar Würfe an der Krautkante, wo ich also voll drauf gesetzt habe. Und ich habe mich für die Krautkante entschieden. Und das war vielleicht heute die einzige richtige Entscheidung, aber egal. Jetzt bin ich auf jeden Fall entspannter. Also natürlich trotzdem unzufrieden mit dem Verlauf des heutigen Tages. Andererseits, ich habe mir vorgenommen, hier Barsch und Hecht zu fangen. Das hat auf jeden Fall geklappt. Also jetzt ist das Ergebnis nicht mehr ganz so katastrophal, wie es vorher war. Me and my friends in summer we fish a lot faster than in the winter. We often see that can trigger the pike, so maybe that could be a tactic as well. I think the bridge is the best spot for here because there's a lot of weeds, and in summer we see the pikes between the weeds. So Okay. I hope you can catch the last minute fish. My net is there now. Yeah, I am ready. I will. Dangerous. If you think that the barrage is coming closer, you can stop and you will get the time tomorrow or later. Ok. Mais how many? Il 10 minutes qui restent. 10 minutes. In einer vorherigen Sequenz konntet ihr den Donner bereits hören. Nun beginnt in Zone A bei Landry und Simon, die scheinbar sehr nah beieinander fischen, ein heftiges Gewitter. Aus Sicherheitsgründen entscheidet die Turnierleitung Folgendes. Landry, dessen Zeit beinahe abgelaufen ist, muss 10 Minuten früher aufhören und bekommt dafür 10 extra Minuten am zweiten Wettkampftag. Simon, der noch nicht sehr lang angelt, muss das Gewitter aussitzen, darf die Zeit jedoch nicht für Spotwechsel nutzen und muss bei Gewitterende sofort weiterfischen. Die durch das Gewitter verlorene Zeit darf er an seinen heutigen Angeltag hinten dranhängen. Bon ben voilà, c'est la fin de la journée. On arrête de pêcher parce que, comme vous pouvez l'entendre, il y a du tonnerre. Et donc là, pour la sécurité, on arrête un petit peu avant l'heure, mais c'est pas grave. Finalement, juste une perche maillée sortie aujourd'hui, un brochet décroché ici. Journée vraiment catastrophe pour moi qui ai l'habitude de pêcher un petit peu les alentours, pas ici et pas la zone en question, mais les alentours, et c'est très médiocre comme résultat. Alors demain, c'est des zones que je connais, donc là j'espère et je vais probablement faire un meilleur résultat. Donc allez, on refait ça pour demain. Ciao!
So, jetzt sind wir am zweiten Spot. 2,5 Stunden sind ungefähr vorbei von meiner Zeit. Jetzt stelle ich mich an eine Einfahrt und da zieht viel Fisch immer lang. Und den Spot, den werde ich ein bisschen länger ausfischen. Ich habe da im Training Zander und Barsche gefangen, auch einen Hecht. Aber primär will ich diesen Spot anfahren, um ein paar schöne Zander zu erwischen. Wie ihr seht, habe ich einiges mit an Buffet. Und mal schauen, worauf die Fische Bock haben. Auf geht's! So, liebe Zuschauer, ich habe jetzt gerade den letzten Wurf gemacht. Ich glaube, den kann ich gar nicht mehr vollständig zu Ende bringen, weil es gleich 14:30 Uhr ist. Aber ja, der Hecht jetzt zum Schluss, also das war ein ganz, ganz wichtiger Fisch, glaube ich, für mich, weil er hat halt auch so ein bisschen Motivation gegeben, dass man da morgen auf jeden Fall noch was reißen kann und ja, da Chancen hat, auf jeden Fall Erster oder Zweiter in der Gruppe zu werden. Schwierig ist es, das steht schon mal fest, aber morgen angeln wir ja in einem Revier, wo auch ein bisschen mehr Strömung vorhanden ist, und dann werde ich mich vor allen Dingen auf Zander konzentrieren, was ja mein Lieblingsfisch ist. Heute wollte ich hier Hecht und Barsch fangen in erster Linie. Das hat Mühe und Not geklappt. Also es war für hier ein ganz, ganz schlechter Angeltag. Also ich habe mir deutlich mehr erwartet. Aber ja, auf jeden Fall die 3 Fischarten gefangen. Das war erstmal ganz wichtig. Von daher gehe ich jetzt nicht total frustriert nach Hause und bin vor allen Dingen motiviert für den morgigen Tag. Das ist ja erstmal ganz wichtig, dass man das ist. So, ich denke mal, die Zeit ist jetzt vorbei. Eine Sache kann man ja sagen, wir haben ein gutes Timing hinbekommen, weil jetzt hat es angefangen zu regnen vor ungefähr 10 Minuten. Und wir müssen jetzt hier nicht klitschnass werden, können abhauen. Und dann kann ich mich mental auf den morgigen Tag mal vorbereiten. Und da werde ich auf jeden Fall noch mal alles geben. Hab's gehört. Das ist ein verdammt dicker Fisch. Ja Leute, ich habe einen Fisch im Drill. Ich habe noch, weiß ich nicht, ein paar Minuten, 1, 2 Minuten zum Angeln. Wollte man der Kuh eben schon reinholen, hol schnell ein und es kommt der Einschlag. Es gab schon geile Kopfstöße, er zieht auch nach rechts und links, also quer gehackt ist der Fisch nicht. Ich habe eine Vermutung. Das Problem ist, hier vorne ist sehr viel Unrat drin, da hatte ich ja heute schon den Barsch verloren. Nein! Ach, das ist ein Rapfen. Die Pechsträhne geht mehr oder weniger weiter. Ich will mich nicht über den Fisch beschweren, aber ist natürlich nicht das, was ich hier brauche, um Punkte zu machen. Eingesackt. Ja, schöner Fisch. Ja, leider zählt der nicht. Er hat eine schöne Länge gehabt. Hat Spaß gemacht, aber es passt irgendwie zum heutigen Tag. Marks Rapfen bleibt der letzte Fisch für ihn. Auch Veit und Landry haben ihren Angeltag beendet. Luis hat in der Zwischenzeit gerade seinen ersten Wurf am neuen Spot gemacht. Auf den ersten Wurf ein Zander, aber ich glaube, der hat kein Mindestmaß. Naja, aber wir schauen mal. Aber es ist schon mal kein schlechtes Zeichen auf den ersten Wurf. Manchmal ist das gut auf den ersten Wurf, manchmal habe ich es auch erlebt, dass ich habe auf den ersten Wurf einen Fisch gefangen und dann kam an der Stelle gar nichts mehr. Aber naja. Wäre das ein Barsch, wäre das okay von der Länge. So, kleiner. Chili Cheese, what else? So, dann hole ich einmal die Scale raus. 42, ne! Der kleine Mann, der bringt mich nicht weiter, aber gutes Zeichen. Das ist auf jeden Fall der Zielfisch für den Spot.
Tja, erster Wurf ein Fisch, zweiter Wurf leider ein Abriss, was mich leider sehr ärgert, weil die Curlies, die ich gerade fische, das sind Prototypen und ich habe von der Farbe Chili Cheese nur 5 Stück gehabt. Im Training habe ich halt schon 2 verbraten. Ja, und jetzt habe ich noch einen abgerissen, das heißt, ich habe nicht mehr viele. Ich habe noch 2. Und ob die beiden reichen für die 2 Tage, das weiß ich nicht, aber ich habe ja sonst noch ein paar andere Farben. Also immer ärgerlich, wenn man Zeit verliert, weil man neu binden muss. Alles Gute ist, ich habe mir ein paar Vorfächer vorgebastelt gestern. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht, um so wenig Zeit wie möglich zu verlieren. Leider wieder ähnliche Größe. Ich habe vor dem auch schon 2 Fehlbisse gehabt. Ich glaube, da steht eine gute Schule an kleinen Zandern. Die bringen mich natürlich nicht weiter. Aber ich weiß, dass hier auch größere Zander stehen. Aber die wollten bis jetzt noch nicht beißen. Aber sie reagieren wenigstens auf meinen Köder. Das gibt doch schon mal ein bisschen Hoffnung. Der Köder scheint richtig zu sein. Ja, der wird mich auch nicht weiterbringen. Doch. Gut, dass ich ihn nochmal draufgelegt habe auf das Scale. Denn überraschenderweise erreicht der kleine Kamerad das Mindestmaß und berührt sogar, ich darf ja die Flosse ein bisschen stretchen, berührt die 43,5 und wird daher aufgerundet. Richtig. Das bedeutet, der kleine Kamerad bringt mir 44 cm beim Zander mit einem Faktor von 1,3. Ich war zu selten in der Schule, ich kann das jetzt nicht im Kopf ausrechnen, aber ein paar Punkte! Der erste Zander bei mir in der Wertung! Kein Problem, Luis. Du sollst ja auch angeln und nicht rechnen. Das übernehmen wir für dich. 57,2 Punkte bringt dieser 44er Zander. Das Punktekonto steigt, jedoch ändert sich dadurch nichts am Tabellenstand. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Herrlich. So, wir sind jetzt hier an unserem neuen Spot angelangt, endlich. Es hat echt lange gedauert. Wir hatten einen riesen Fußmarsch, haben wir jetzt hinter uns. Ja, der Verkehr war jetzt auch nicht so der beste. Das ist jetzt ein Spot, den ich auch von Dustin bekommen habe. Klar habe ich auch meine eigenen Strecken angetestet, aber das hier war auf jeden Fall wesentlich schneller zu erreichen als meine anderen Strecken. Und da ich jetzt auch wirklich Zeit verplempert habe dort drüben, versuche ich hier an der Strömungskante jetzt ziehende Zander zu kriegen. Es ist nicht sonderlich tief hier, nicht die allerbesten Bedingungen, wobei mir aber jetzt das Wetter schön bewölkt auch in die Karten spielt. Ich hoffe wirklich, dass ich hier jetzt mal ein paar Zander kriege und meine Karte voll machen kann, weil der Marc, der hat auf jeden Fall schon ordentlich vorgelegt und da in die Richtung soll es ja natürlich gehen, ne? Ach Leute, ihr glaubt es nicht. Ich sitze wieder im Auto, wie ihr sehen könnt. Die Aktion da wurde je beendet. Wir haben den Regen schon am Horizont gesehen, eine richtig fette Wand, und haben schon von anderen Teilnehmern auch mitbekommen, dass sie da pausieren müssen, weil es ordentlich gewittert. Das war das eine. Das andere war, es war ein bisschen flach, noch ein bisschen flacher als da in den letzten Tagen.
Deshalb ganz schnell Schicht machen, leider wieder ins Auto setzen, wieder wertvolle Angelzeit verlieren. Ich weiß selber, wie wichtig das eigentlich ist, jetzt am Wasser zu sein, und das regt mich auch selber extrem auf. Aber manchmal muss man einfach einen klaren Strich ziehen, und das mache ich jetzt hier. Fahre an einen Spot, an dem ich gestern war, wo ich noch 2 richtig gute Zander hatte. Da wird mit Sicherheit auch mehr gehen, wo es jetzt bewölkt ist. Deshalb einfach die Strecke machen, angeln. Im Zweifel ist morgen noch ein Tag, da werde ich auf jeden Fall einen raushauen, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber das ist auf jeden Fall ärgerlich. Also das denn, es tut mir leid. So, einmal zur Montage, die ich heute fische. Ich habe das Carolina Rig. Wir haben an der Hauptschnur ein kleines Tönchenwirbel, um meine fertig gebundenen Montagen schnell anzubringen, falls ich mal einen Abriss habe. Denn ich führe teilweise meine Montage sehr, sehr langsam. Dann habe ich ein Stück 0,50er Fluo, was relativ dick ist, weil ich fische auch oft über Muschelbänken. Und so habe ich dann ein dickes Fluo, was auch ein bisschen was ab kann und nicht bei der ersten kleinen Beschädigung sofort ausgetauscht werden muss. Dann habe ich ein Stück 0,40er Fluo, falls ich mal doch einen Abriss haben sollte, dass dieses Stück mir kaputt geht, anstatt das obere, dann kann ich wenigstens das Bullet und die Perle noch retten. Und da wir beim YPC definitiv immer hechtsicher fischen wollen, um keine Minuspunkte zu bekommen durch einen eventuellen Abriss, Hechte kann man immer erwarten, habe ich ein kleines Stück Stahl vorgebunden. Verändert tatsächlich nicht den Lauf. Der kleine Curly ist durch das Gewicht vom Haken, steht er immer schön gerade im Wasser und dreht sich nicht. Und ja, die Montage fische ich. Teilweise jigge ich sie mit 2 Kurbelumdrehungen oder mit ganz kleinen Sprüngen mit einer Kurbelumdrehung, teilweise einer sehr langsamen Kurbelumdrehung, ziehe ich den überm Grund. Der Curly Louis durch den Wasserwiderstand sinkt dadurch fast nie komplett auf den Grund und ist immer leicht überm Grund. Und ja, und heute scheint es zu funktionieren. Bis jetzt haben leider nur kleinere Fische reagiert. Ich bin eine halbe Stunde am Spot, 4 Bisse, 2 Fische kamen raus. Das gibt Hoffnung. Das Gewässer, wo ich gerade fische, ist gezeitenabhängig. Wir haben gerade auflaufendes Wasser und meine Erfahrung war es jetzt aber, dass bei ablaufendem Wasser die Zander viel besser gebissen haben. Ich werde zum Teil ein bisschen auch das ablaufende Wasser noch befischen können heute. Leider der Wechsel von auflaufend zu ablaufendem Wasser ist relativ spät, aber ich werde ungefähr 2 Stunden Zeit haben, in einer guten Zeit zu fischen, und die werde ich dann auch hier in diesem Abschnitt, nicht an diesem Spot, aber an einer guten Buhnenstrecke dann beenden. Ja, und jetzt hoffe ich, dass hier aber noch ein paar Fische rauskommen. Ich habe diesem Spot ein bisschen Zeit gegeben und den werde ich schön ausfischen. So super exciting, new this year for Berkley is the Berkley Pulse Pintail. It's a tail spinner kind of lure, a metal lure, and it's perfect for pike, perch and zander fishing. It has a big spinner blade on the tail, but also a smaller blade attached to it. The small spinner blade gets like forced behind the big spinner blades and creates a lot of extra vibrations and a lot of extra movement in the whole body. And that's super killing for the perch fishing. Comes in 4 different sizes, the 5 gram, the 9 gram, 14 gram and 21 gram. It's equipped with a Fusion 19 hook, 8 different colors, so go check them out. Ein Köder mehr.
Aber schaut mal, wie viel Schnur da im Wasser ist. Das ist auf jeden Fall auch nicht gut. Den entsorgen wir auf jeden Fall mal gleich. Ein Nachteil, wenn man so langsam fischt, dass man ihn gerne in die Steine haut. Oh nein, nicht schon wieder der Chili Cheese! Oh nein! Ach, danke, Petrus. So, Freunde, ein Zeichen von Gott. Es hat angefangen wieder zu regnen. Wir machen schnell einen Spotwechsel. Wir brauchen jetzt 20 Minuten und ich habe die 20 Minuten Fahrt natürlich so getimt, dass wir jetzt den Punkt haben, wo es vom auflaufenden Wasser übergeht ins Ablaufende. Also wir sind jetzt am Sattelpunkt und das heißt, das Wasser steht. Daher drückt mir die Daumen. Wir geben jetzt Knallgas und dann geht's weiter. So, das Wasser fängt langsam an zu sinken. Es kommt Bewegung rein. Jetzt ist meine Zeit gekommen. Ich will einen großen Zander hier fangen. Was heißt groß? Vernünftigen Zander, der mir, ich glaube, Barsch. Ach, herrje. Ähnlich wie Barsch. Den brauche ich aber nicht messen. Den ungefähr 4-mal so groß. Dann wäre ich auf jeden Fall zufrieden. Aber naja, immerhin Fisch in der Hand. Wo war ich stehen geblieben? Ich bin jetzt an diese Buhnstrecke gekommen, um einen vernünftigen Zander zu fangen. Jetzt ist meiner Erfahrung nach der beste Moment. Das Wasser ist jetzt am Sinken. Wir haben Bewegung im Wasser. Das war jetzt die letzten Tage, wo es so heiß war. Auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Und ich habe jetzt noch ungefähr knapp über 2 Stunden Zeit. Ja, 2,5 Stunden genau. Und ich werde jetzt wirklich viele Buhnen ausprobieren und den einen vernünftigen Zander versuchen zu fangen. Drückt mir die Daumen. Während Luis an der Fischgröße arbeitet, ist Simon aus seiner Gewitterpause zurückgekehrt. Nice little thunderstorm zander. This is 43. That is fish number 5 on the board for Team Abu Garcia. 43 centimeters. Not a monster, but good point. 43 cm Zander für Simon. Ein kleiner Fisch, der ihm jedoch die Tabellenführung beschert. Nur noch ein Barsch bis zur Full Card. I don't know if you can see that on the camera. I'm trying to fish on the other side of this little river here. There's a little swirl, little stone edge that takes the current. And I really have to cast very, very precisely, like a sniper, as the cameraman just called it, into the shoreline or into the little current that's going on over there, and then just fish the first 10-15 meters back. And then the whole big river, the whole center of the river, I'm just skipping, I'm just reeling back in and
So I hope to get a bite on the distance there. So for that I'm using a really long rod. 270 this one, actually a prototype rod. Abu Garcia prototype rod that will be launched somewhere next year. So there's no name or no info on it whatsoever. So really need a long rod to make really long casts like that. And then a soft bait, 9 centimeter soft bait with a 15 gram jig head to really cast far and to fish fast through the current there. See if it works. So, wir packen jetzt ein, machen uns fertig für die nächste Buhne. Das kann ich hier so auf jeden Fall nicht stehen lassen. Das ist absolut nicht repräsentativ für das, was normalerweise geschieht. Aber es ist, wie es ist. Ich meine, es ist Angeln. Ja, man sagt ja auch immer, es heißt Angeln und nicht Fische fangen. Ich finde den Spruch eigentlich blöd, aber es stimmt leider tatsächlich. Der Plan geht auf jeden Fall nicht so richtig auf. Jetzt bin ich schon dabei, natürlich meine ganzen Karten auf morgen zu setzen, wobei ja der Tag noch nicht rum ist, ne? Also gucken wir mal, wie die nächste Buhne aussieht. Ich habe die hier jetzt mal ordentlich durchgefischt. Auch keine Zander, die irgendwie durchziehen oder sowas, die mal an meinem Köder genuckelt haben. Also vielleicht die nächste Buhne, die ist frisch, die versuche ich noch mal abzuackern. Und wer weiß, vielleicht kommt da dann der lang ersehnte Zander. Good fish. That sucks. I'm afraid we just lost 20 points. That, ladies and gentlemen, is bad news. Oh well, just make sure to catch another one. And I was fishing with a steel wire before I lost my lure, and then in the rain I was not able to make the knot. I was too lousy. And now I lose points. Bittere Pille für den Lokalmatador. Nicht nur, dass er als erster Angler in der Geschichte des YPC 20 Minuspunkte für ein gerissenes Vorfach bekommt, dieser Hecht hätte ihm sicher auch ordentlich Punkte gebracht. Da hätte sich ein geeigneteres Vorfach gleich doppelt gelohnt. Luis hat noch einmal einen kurzen Spotwechsel gemacht und beginnt mit Buhnenhopping. Ein Fisch. Ich brauche einen guten Zander hier. Ich brauche einen guten Fisch. One fish. One chance. One opportunity. Dieses Spiel mit dem Feuer. Man will immer bis zur Steinpackung, ey. Nicht mein Chili Cheese. Nicht mein Chili Cheese. Zack. So Leute, der Plan geht nicht so wirklich auf. Ey, ich bin hier an einer guten Strecke. Ich springe hier von Buhne zu Buhne. Immer ein paar Würfe und ziehe dann weiter. Aber ich weiß es nicht. Also die Zander spielen nicht mit. Was auf der einen Seite ein bisschen beruhigt ist, dass die WhatsApp-Gruppe tatsächlich seit 1,5 Stunden ziemlich ruhig geworden ist. Keiner fängt momentan. Vielleicht liegt es ein bisschen am Wetter, dass generell die Fische nicht so Lust haben. Ich weiß es nicht. Aber ja, das gibt mir dann jetzt natürlich auch noch mal ein bisschen weniger Hoffnung. Wenn die anderen auch nichts fangen, dann sind sie gerade ein bisschen zickig. Aber eine Stunde habe ich noch. Und ich will
Ich will einen Zander. Ich habe gesagt, ich will eigentlich einen schönen, guten Zander hier fangen. Aber mittlerweile ein bisschen downgegradet. Hauptsache irgendein Zander, der in die Wertung kommt. Dann bin ich happy und dann kann ich den Tag hier beenden. Vielleicht ist das ein Wertungsfisch. Hui, der ist gut reingetockt. Das ist mein letzter Spot für heute. Und ich habe jetzt ein paar Buhnen übersprungen, weil ich habe hier im Training echt gut gefangen. Aber die Fische sind zickig. Die sind zickig, aber gut, dass einer rauskam. Mann, Mann, Mann. Was für eine Erleichterung. Ich habe meine zweite Carolina-Montage abgerissen. Ich hatte keinen Bock mehr zu montieren. Und habe jetzt einfach mal Klassiker dran gemacht. King Louis Apple Bomb. Für die Faulen. Für die Faulen. So, und jetzt bitte, bitte, bitte. Du musst Mindestmaß haben. Dann rettest du mir den Tag hier. Maul schließen, berührt vorne. 47, alles klar. Danke, danke, danke. Ah, herrlich. Wenigstens geht der Plan auf, dass ich hier hinkomme und Zander fange. Ah. Natürlich hat der Mindestmaß. Der 47er bringt Luis 61,1 Punkte. Sein 4. Wertungsfisch. Kriegt er gleich noch einen? Oh, danke, danke, danke. Komm, komm, komm. Direkt hier vom Buhnenkopf. Direkt hier vom Buhnenkopf stehen ein paar. So, ich habe jetzt erneut die Buhne gewechselt, habe jetzt auch wiederum beide Seiten mehr oder weniger ordentlich abgefischt. Gerade noch einen Hänger gehabt und den Köder abgerissen. Also heute ist echt der Wurm drin. Einfach ist es definitiv nicht für mich. Also eher im Gegenteil. Ich war hoch motiviert, hier das Ding wieder zu rocken, so wie im letzten Jahr. Aber ja, es kommt halt einfach auch immer anders, als man plant, muss man dazu sagen. Läuft meist nicht alles nach Plan. Ich werde jetzt auf jeden Fall weiter Gas geben. Die letzte Stunde ist tatsächlich angebrochen. Ja, liebe Leute, die letzte Stunde. Und ich will hier unbedingt eigentlich noch einen Zander raushauen. Deshalb schnell Knoten, weiterwerfen, nimmt es mir nicht übel, wenn ich jetzt aufhören muss. Gonna move to the very last spot of the day. We have about, was it a little bit more than 1 hour left? The last 2 spots that we tried were exactly nothing. So, but still, we got I got 3 pikes, 2 zanders on the board. So that brought me quite far already. It would be nice to end the day with a perch. So now I'm going to the city center and do some street fishing there and pray for 1 good perch. Yeah, in the stove, on the corner of my road. I should've took the boat. Yeah, I could've took the boat. Yeah, I'll be in a fuss. All my friends going up. Yeah, who's the real plug now? Okay, die letzten Minuten brechen an. Ich glaube ehrlicherweise auch nicht, dass hier jetzt noch großartig was rumkommt. Wie gesagt, das war jetzt hier auch auf der Buhne der einzige Biss, den ich mehr oder weniger hatte. Ja, nein, nein, nein! Das war ja fast ein Schneidertag hier heute, ne? Haarscharf am Schneidertag vorbei. Also so einen schlechten Angeltag hatte ich schon richtig, richtig lange nicht mehr. Das ist halt eben Angeln und viele von euch werden das auf jeden Fall verstehen.
Und ja, morgen bricht ein neuer Tag an. Ich darf mir gleich bestimmt erstmal Gelächter anhören von Toni und Louis, aber das ist nicht schlimm. Ich lasse mich nicht provozieren und morgen wird dann umso härter zurückgeschlagen. So, das war der Tag Nummer 1. Ich habe den ganzen Tag Flüsse befischt, weil ich natürlich mich an den Flüssen vom Ufer hier am sichersten fühle. Ich muss gestehen, meine Pläne sind nicht ganz so aufgegangen. Der Barspot, den ich heute Mittag als erstes angefahren habe, hat leider nicht die dicken Kirschen abgeliefert. Ja, und die Zanderstellen haben Zander gebracht, aber leider nicht die Größe, die ich erwartet habe. Die Fische waren ein bisschen zickig. Jetzt gerade habe ich echt ein verdammt gutes Gefühl. Sehr, sehr viel Fischaktivität. Ich glaube, jetzt ist wirklich gerade eine gute Zeit. Ich hatte auch nach meinem letzten Zander, den ich gerade gefangen habe, noch einen Fehlbiss gehabt und wirklich in der nächsten Absinkphase hing der dann auch. Der ist mir leider abgegangen nach 2 Sekunden. Woran hatte Jeleje? Ich habe ein paar Fische gefangen, die kann man aber alle verbessern. Morgen bin ich in der Zone A, da habe ich auch ein paar gute Stellen und ich hoffe, dass morgen die Fische ein bisschen mehr Bock haben und morgen wird richtig rasiert. Almost time. Camera guy said 7 minutes left on day 1. And as you can see, it's raining again, drizzling. And yeah, that's what happened a lot today, to be fair. The fishing was quite good in the morning and when we started, the first part of the afternoon. And then we got a lot of rain and a lot of thunderstorms and stuff. We even had to pause and had to stop for a moment. And after that, the bite didn't really go that good anymore. So it's always a good excuse, the weather. But I really think that it wasn't in my advantage. Also because we had to stop, I missed the right part of the tide. To be honest. But anyway. Got 3 pikes, 2 zanders and only 1 perch missing. So I have 1 full day tomorrow in Zone B to fill the perch and upgrade some zanders, because I think that's needed in this group with strong anglers. And so there's a few really nice fish being caught. Mark with a 52 centimeter perch, crazy. So I need to upgrade my list a little bit because this is not comfortable yet. Also Leute, es ist offiziell, die Zeit ist vorbei. Ich gehe mit einem Barsch aus dem ersten Tag raus. Also für mich auf jeden Fall ohne Schönforellen ziemlich enttäuschend. Lief nicht nach Plan, aber ich werde mich jetzt davon nicht anfressen lassen. Zone B sollte nichts für mich sein, vielleicht aber Zone A. Mal sehen, was da morgen geht. Ich werde auf jeden Fall motiviert ans Wasser gehen, aber jetzt erstmal nach Hause, bisschen entspannen, was essen und den heutigen Tag auf jeden Fall erstmal ganz schnell vergessen. Also, bis dann. That was it. Day 1 is over. I think I can be happy. Result, day 1, 5 out of 6 fish. Tomorrow all in for a big perch. That's it. Bye bye. Das war der erste Angeltag der Gruppe D. Simon Thorenbeek geht trotz der 20 Minuspunkte als Tabellenführer in den zweiten Tag, dicht gefolgt von Mark Patschowski, der trotz vieler verlorener Fische mit einem 52er Topwater-Barsch heute ein absolutes Turnier-Highlight setzen konnte. Veit Wilde übernachtet auf Platz 3 und hat den Vorteil, als einziger Angler bereits alle 3 Fischarten gefangen zu haben. Luis Mendes mit 4 Fischen und Landry Rosson und Hassan Duran mit je einem Fisch stehen nach Tag 1 auf den Plätzen 4, 5 und 6. Wie der zweite Turniertag läuft und wer es ins Viertelfinale schafft, seht ihr in Folge 3 und 4 am kommenden Donnerstag um 20 und am nächsten Sonntag um 18 Uhr. Lasst uns doch einen Like da, gerne auch einen Kommentar und supportet den YPC gerne mit Käufen bei uns im Onlineshop oder LMAB-Artikeln im örtlichen Fachhandel. Macht's gut!